Thank you. Vielen Dank. It's a great pleasure to come to Germany and present for each and every one of you. And thank you for taking time out of your day, out of your life to learn a little bit more and gain better understanding of the great controversy that we are witnessing. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein bei Ihnen und Deutschland zu besuchen. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend eine gewisse Zeit in Ihrem Leben und etwas zu lernen, nicht nur über Medizin, sondern auch über einen großen Kampf, der stattfindet. The presentation will be first focused on the vaccines, and then the second part will have a focus on what's left of the viral infection and what we need to do. Im ersten Teil der Präsentation wird es vor allem um die Impfstoffe gehen und im zweiten geht es dann um diese Virusinfektion, die Folgen und was wir heute eigentlich noch tun können. But first, I want to give you an update from the US Congress on investigations into the origins of SARS-CoV-2. Zuerst mal möchte ich Ihnen die neuesten Erkenntnisse mitteilen aus dem US-Kongress über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus. In two manuscripts published in 2016, at the top of the slide, is the description of the creation of SARS-CoV-2 by US researchers collaborating with the Chinese. Note, it was in 2016. Sie sehen hier im oberen Teil der Folie 2 Screenshots. Das sind Manuskripte, Veröffentlichungen von 2016, beachten Sie das Jahr, von US-amerikanischen Forschern, die dieses Virus erschaffen haben in Zusammenarbeit mit Chinesen. The bottom two papers, on the bottom of the slide, are 2 of 12 papers commissioned by Anthony Fauci, who led the coronavirus response in the United States, 2 of 12 false papers to mislead the world into believing the virus came out of nature when in fact it came out of the lab. Unten sehen Sie dann 2 Beispiele von insgesamt 12 Veröffentlichungen, die von Anthony Fauci in Auftrag gegeben worden sind, wo der Hauptverantwortliche für den Umgang, für die Reaktion auf die Covid-Krise gewesen ist, wo behauptet wird, dass das SARS-CoV-2-Virus nicht aus einem Labor entstammt. This is a picture of the virus. It has approximately 30 proteins, but the most important part of the virus is the spike protein. That's the red protein shown on the surface of the virus. Sie sehen hier die Struktur des SARS-CoV-2-Virus. Das Rote sind die Spike-Proteine. Das ist nur eines von etwa 30 Proteinen, aber das Wichtigste, was die Wirkung betrifft. The spike protein contains all of the lethal elements of the infection. Das ganze tödliche Potenzial dieser Infektion ist begründet in den Spike-Proteinen. The spike protein is produced in the human body by the COVID-19 vaccines. Dieses Spike-Protein wird von den Covid-19-Impfungen im Körper produziert. Es wird ausgelöst. I'll follow this outline and we'll make a few points regarding each bullet. Hier haben Sie einen Überblick. Wir werden diese Punkte kurz durchgehen. The first point is, with new biological products, all societies must demand first safety, safety, safety. Der erste Punkt ist, wenn es neue biologische Produkte gibt, dann ist das erste Bürgergebot, das erste, was man verlangen sollte, dass es absolut sicher ist. In August of 2020, before the vaccines were completed clinical trials, I published this paper in a widely read Washington journal, The Hill, read by the House of Representatives, the Senate, the White House, the US President, and I warned the country
that these vaccines were a gamble because they were genetic vaccines and they were coding for the lethal part of the virus. There was going to be no control over what happened once it's injected into the body. Sie sehen ja einen Artikel von mir, der ist vom August 2020. Diese Zeitschrift The Hill, die wird sehr weit gelesen in Regierungskreisen, vom Kongress, vom Senat, vom Präsidenten. Und bereits dort habe ich davor gewarnt, dass wenn wir eine Impfung installieren, die dieses Spike-Protein selbst produziert, dass das wie ein Lotteriespiel ist, ein gefährliches Spiel, von dem wir nicht wissen, wie der Ausgang ist. I was one of 57 authors from 17 countries. In May of 2021, in this manuscript, we warned every country, including Germany, of our concerns regarding the vaccines. And the concerns are listed here. There are many concerns. The vaccines were released with no safeguards to keep the population from sustaining damage from the vaccines. Ich habe bereits im Vorfeld in dem, was Sie gerade gesehen haben, die Folie davor, habe ich zusammen mit anderen 56 Autoren einen Artikel verfasst, wo ich deutlich gewarnt habe, alle Länder vor diesen Impfstoffen und dass sehr gefährliche Folgen kommen könnten und es sehr ausführliche klinische Bedenken dafür gibt, die ich hier einmal aufgelistet habe, was alles passieren kann. The next point is that the data safety systems in 2021 showed skyrocketing side effect reports and deaths. Der nächste Punkt ist, dass diese Überwachungssysteme überall in die Höhe geschossen sind, die Kurven, wo man gesehen hat, hier sind wirklich gefährliche Wirkungen. 2021 war das. As of August 25th, 2023, 18,015 Americans have died after taking the vaccine certified by the Centers for Disease Control. Das hier sind die neuesten Zahlen von VAERS, von diesem Meldesystem über Nebenwirkungen. Und im August, 25. August 2023, wenige Wochen alt, gab es über 18.000 Tote mit Sicherheit festgestellt aufgrund der Impfung. Vaccination should have been stopped at 50 deaths. 50 deaths would have been a limit of acceptability, should have been stopped in January of 2021. Eigentlich sollten schon im Januar 2021 die Impfungen alle gestoppt werden, denn 50 Impftote reichen normalerweise aus, um alles auf einen Halt zu setzen. 1,100 of these deaths occur in the vaccine center or on the same day they take the shot, a few hours afterwards. 1100 dieser Impftoten sind direkt im Impfzentrum passiert, in wenigen Minuten oder innerhalb von 1-2 Stunden nach der Impfung. This paper from Denmark shows that there is variation from batch to batch of vaccines. There is a low-risk group where there is no side effects, about 32%, 63%, some moderate side effects, but 4.2%, the side effects, including death, go straight up. Each vial of the vaccine is not the same. Wir haben hier eine dänische Studie, die zeigt, dass die Wirkung der Covid-Vakzine sehr abhängig ist von den Chargen. Wir haben etwa 1/3 der Chargen, da sind die Geimpften völlig frei von Nebenwirkungen, es gab überhaupt keine Probleme. Etwa 2/3 der betroffenen Personen haben leichte Probleme und dann gibt es etwa 4,2%. Und das sind die ganzen schweren Nebenwirkungen und Todesfälle. Also es liegt an den einzelnen Chargen, die sind sehr unterschiedlich. These are 3 explanations of why that could be the case. Und dafür gibt es 3 mögliche Erklärungen, warum die so unterschiedlich wirken. So the important point is about
a third of people who took the vaccine are fine. Nothing has happened. Nothing will happen. 2/3 have had some mild side effects, but it's about 4.2% that we're worried about. Also 1/3 derjenigen, die geimpft worden sind, die haben überhaupt keine Probleme, die brauchen sich auch keine Sorgen zu machen. 2/3 haben leichte Probleme gehabt. Aber der wichtige Punkt für uns sind diese 4, etwas%, wo es wirklich ernst ist. There are 4 areas of injury published in the peer-reviewed literature: cardiovascular, neurological, hematological or blood clotting, and then immunological damage that's proven to occur after the vaccines. Innerhalb der wissenschaftlichen Literatur, die veröffentlicht wurde, gibt es 4 Bereiche von Impfschäden aufgrund von Covid-19. Das ist einmal kardiovaskulär, dann neurologisch, hämatologisch und immunologisch. There are now over 3,400 peer-reviewed publications on fatal and non-fatal vaccine injury syndromes after COVID-19 vaccines. Es gibt über diese Problematik der Impfschäden nach einer Covid-19-Impfung mittlerweile 3.400 veröffentlichte Studien. In a survey done in the United States, 1 in 4 people know someone who's died of the vaccine. Es gab eine Umfrage in den Vereinigten Staaten, wo es heißt, fast jeder Dritte oder ja, so etwa 30%, über 25% kennen jemanden, meinen jemanden zu kennen, der an den Impffolgen verstorben ist. This is one of the early studies that analyzed when we were at about 1,200 deaths. And this analysis reviewed each case summary that the CDC received. Wir haben ja eine Analyse von gemeldeten Todesfällen. Das war, als die Zahl bei etwa 1.200 Todesfällen lag. Und sie haben sich die im VERS-System, Meldesystem, gemeldeten Todesfälle genau angeschaut. Early on, older people were vaccinated in nursing homes. And you can see that the rates of death were very high for older people. You can see that about 18% of people who died after taking a vaccine died within 12 hours. Man sieht ja die Alterspyramide ganz oben, die ältesten Leute, und da gab es die meisten Todesfälle, weil viele alte Leute in den Heimen geimpft worden sind. Und wir haben hier eine Zahl von 18%, die innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung verstorben sind. This survey done of Americans showed of those who took the vaccine, 15% have some developing chronic problem afterwards. Eine Umfrage in Amerika zeigt auch, dass 15% etwa der Geimpften danach eine neue Erkrankung bekommen haben. Also nicht an Covid, sondern ein Leiden. This study from Germany of young men with heart inflammation by Bohmeyer and colleagues has identified the spike protein from the vaccine in the heart tissue. Wir haben hier eine deutsche Studie von Bohmeyer und Kollegen und sie haben festgestellt, nach Herzmuskelentzündung bei jungen Leuten, dass man das Spike-Protein innerhalb des Herzgewebes findet. This study from Harvard shows that children with myocarditis in the hospital have spike protein circulating in the bloodstream that is not being stopped by the antibodies and it's damaging the heart. Hier eine Studie von Harvard von Kindern, die mit Myokarditis, mit Herzmuskelentzündung, und dort hat man das Spike-Protein im Blutkreislauf festgestellt und es kann nicht von dem Körper abgebaut, bekämpft werden. Es zirkuliert und richtet Schaden an. This paper shows myocarditis occurs most significantly with the second vaccine, but can occur with the third vaccine. And
The age group at highest risk is people in their 20s, but it can extend to people even over age 70. 90% of them are men. Hier sehen wir die Zahlen für Myokarditis und 90% der Betroffenen sind Männer. Vor allem die Altersgruppe in 20 Jahren, um 20 Jahre etwa ist betroffen, aber das kann auch raufgehen bis 70 Jahren. This paper from Yale shows that 80% of the young people with myocarditis, it's not going away even after 9 months. Dieses Paper zeigt, dass die Myokarditis besonders bei jungen Leuten selbst nach 9 Monaten einfach nicht therapierbar ist, also immer noch ein Problem darstellt, nicht ausgeheilt werden kann. From Korea, this report of a 22-year-old man who 5 days after taking Pfizer dies in the hospital within 7 hours. His heart is destroyed with vaccine-induced inflammation. Wir haben den Fall eines jungen Koreaners in Südkorea, 22 Jahre alt. Er stirbt innerhalb von 7 Tagen im Krankenhaus nach der Impfung. From the United States, 2 boys, aged 16 and 17, on days 3 and 4 after Pfizer, are found dead at home. Autopsy proves it's the vaccine as the cause of death. Ein weiteres Beispiel, 2 Jungs, how old are they? 16 and 17. 16 und 17 Jahre alt, 2 Teenager. Sie sterben 3 bzw. 4 Tage nach der Impfung. Sie werden einfach tot im Bett vorgefunden. Fabian Trump, Olympic marathoner, takes 3 shots of Pfizer, gets myocarditis, and she makes the right decision to remove herself from athletics. Und Fabienne Schlumpf, ein Beispiel, eine dreifach geimpfte Olympiaathletin. Sie bekommt Myokarditis und sie trifft genau die richtige Entscheidung, nämlich sie zieht sich aus dem Leistungssport zurück. If there's myocarditis or inflammation of the heart, it's known in cardiology that if they exercise, there can be a cardiac arrest. Bei einer Myokarditis oder Herzmuskelentzündung, man weiß das aus der Kardiologie, wenn diese Menschen sich stark beanspruchen, wenn sie Sport machen, dann kann es zu einem Herzstillstand kommen. This diagram explains myocarditis going from taking the vaccine to having damage in the heart and then under the setting of stress and athletics, cardiac arrest. Hier in diesem Diagramm wird gezeigt, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist. Erst kommt die Covid-19-Impfung, Myokarditis entsteht und die Folgen können sein eben Kollaps und Arrhythmien des Herzens bis hin zum Tod. It's not just myocarditis, but there's a great concern even 2 years later after taking the vaccines, blood clots. And in this study, there were blood clots observed in the eye, in the small blood vessels in the eye, in those who took the vaccines 2 years later compared to people who didn't. Das Problem ist aber nicht nur die Myokarditis, sondern auch die Blutgerinnsel. In dieser Studie wird gezeigt, dass nach 2 Injektionen 2 Jahre später immer noch ein deutlich erhöhtes Maß an Blutgerinnseln vorgefunden wurde im Auge, was bei gesunden Menschen nicht der Fall ist. The authors concluded that the blood clots are not coming from the eyes, but they're circulating in the body and going to the eye. Und die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese Blutgerinnsel gar nicht im Auge entstanden sind, sondern sie zirkulieren im Körper. If there are no laws to stop these vaccines, the damage will continue. Wenn diese Impfschäden nicht durch Gesetze gestoppt werden, dann werden sie weitergehen. Pfizer, when the court ordered Pfizer to release the documents of what happened in 90 days,
1,223 deaths were revealed by Pfizer. Pfizer recorded these deaths in their data, and they did not reveal it to the US public or to officials or remove the vaccine, which they should have. Hier geht es um eine Studie, die Pfizer selbst angestellt hat, wo sie 90 Tage lang die Nebenwirkungen dieser Impfung untersucht haben. In diesem Zeitraum haben sie 1223 Todesfälle verzeichnet und diese Aufzeichnungen, diese Daten haben sie versucht, der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Die mussten erst durch einen Gerichtsbeschluss offengelegt werden. In the largest autopsy study done so far, where I am the senior author, we found that 74% of the cases of people who died after the vaccine, the autopsy concluded the vaccine was the cause of death. Ich bin leitender Autor einer ganz großen Autopsiestudie, die hier im Lancet veröffentlicht worden ist. Und das Ergebnis ist, dass 74% der Todesfälle nach Covid-Impfung ursächlich auf die Impfung direkt zurückzuführen sind. Most of the deaths are cardiovascular. Die häufigste Todesursache ist kardiovaskulär. Our paper was censored from Lancet. It's now on the European print server. The conclusions are the next person who dies unexpectedly, it's most likely the vaccine until proven otherwise. Dieses Papier wurde sehr schnell von Lancet wieder zurückgezogen. Es befindet sich jetzt auf einem europäischen medizinischen Preprint-Server, kann dort nachgelesen werden. Und das Ergebnis ist einfach, wenn wieder ein plötzlicher Todesfall auftritt, eines Geimpften, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 3:4, 75%, dass die Ursache die Impfung ist. The vaccine isn't safe anywhere in the world. Die Covid-Impfungen sind nirgendwo in der Welt sicher gewesen. The World Council for Health, June 11th, 2022, a worldwide organization issued a report demanding all the vaccines be removed from the world market. Am 11. Juni 2022 hat der World Council, der Weltrat für Gesundheit, eine Presseveröffentlichung, einen unabhängigen Bericht veröffentlicht zur Arzneimittelüberwachung und er hat gefordert, dass alle Impfstoffe von Covid-19 weltweit zurückgezogen werden. In the US Senate, December 7th, 2022, I called for removal of all the vaccines from the US market. Am 7. Dezember 2022 habe ich mich im US-Senat dafür stark gemacht, dass alle Covid-19-Impfungen vom Markt genommen werden. On September 13th, 2023, I called for all the vaccines to be removed from the European market in the European Parliament. September 13? Am 13. September durfte ich vor dem EU-Parlament sprechen und ich habe die gleiche Forderung gestellt, dass alle Impfstoffe sofort vom europäischen Markt verschwinden. What do the vaccines do? The vaccines have had 4 false claims. Was machen diese Impfstoffe eigentlich? Wir stellen fest, dass es hier unhaltbare Behauptungen gab, nämlich 4 an der Zahl. The vaccines don't stop the infection, they don't stop transmission, they do not reduce the severity of illness or reduce hospitalization and death, and they're not going to stop the virus from coming back. Heute wissen wir, dass weder Infektionen verhindert werden von den Impfungen, auch die Übertragung kann nicht gestoppt werden. Sie verringern auch nicht die Rate an Krankenhauseinweisungen und Todesfällen und sie verhindern auch aller Wahrscheinlichkeit nach keine Neuerkrankung. Why do government officials think the vaccine is good? Wie kommen jetzt Regierungen und Verantwortliche im Staat zu der Überzeugung, dass diese Impfstoffe gut seien? It's because the doctors think the vaccine is good. Nun, weil sie sich auf die Ärzte verlassen.
And the doctors are reading literature that is biased. Und die Ärzte verlassen sich auf wissenschaftliche Literatur, die aber nicht ausgewogen ist, nicht objektiv. These hospitals and institutions that are behind these reports, they all supported the vaccine. They all took the vaccine themselves. All diese Krankenhäuser und Institutionen, die eigentlich diese wissenschaftlichen Arbeiten hervorgebracht haben, standen von vornherein auf der Seite der Impfstoffe. Sie haben das gefördert. There are at least 6 reasons why the literature has bias, and you can read them here. But the only thing that we can follow is a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Those trials do not show any benefit of the COVID-19 vaccines. Hier sind 6 Gründe dafür aufgelistet, warum diese Studien überschätzt werden, warum es dort warum man zu falschen Schlüssen kommt. Aber das Einzige, auf das wir uns wirklich verlassen können, sind eben Studien nach dem strengen wissenschaftlichen Standard, also nicht randomisiert und placebo-kontrolliert und doppelblinde Studien. The consent form in the United States lists only one benefit, and that is the vaccine has been shown in the past to prevent COVID-19. Im Grunde lässt sich der Nutzen der Impfstoffe auf einen einzigen Punkt reduzieren, nämlich es konnte gezeigt werden, dass in der Vergangenheit Impfstoffe Covid-19 verhindern konnten, vorbeugen konnten. There's no claim in the consent form that the vaccines reduce hospitalization and death. That's never been shown. But governments, the World Health Organization, the European Medicine Agency, falsely claims the vaccines reduce hospitalization and death, and they don't, and the consent form says they don't. Also es geht hier eigentlich um den Beipackzettel dieser Impfstoffe. Das ist die einzige Behauptung, die dort aufgestellt wird. Aber die europäischen, die Regierungen und die amerikanischen Arzneimittelbehörden wie die EMA, die treffen viel weitgehendere Behauptungen und sagen, diese Impfstoffe sind absolut wirksam. The Omicron variant broke through natural and vaccine immunity. Die Omikron-Variante hat natürliche und Impfimmunität durchbrochen. The Omicron variant, which is the current strain, is resistant to vaccines. Die Omikron-Variante, und das ist auch noch die gegenwärtige Variante, ist resistent gegen Antikörper. In the United Kingdom and other countries who have accurate records, the vaccinated have more cases of COVID-19 Omicron, more hospitalizations and more deaths. The unvaccinated are actually better off. Im Vereinigten Königreich zeigen die Zahlen, und das ist in anderen Ländern genauso, dass die Ungeimpften in jeder Hinsicht niedrigere Zahlen haben, wenn es um Probleme geht wie Erkrankung, Hospitalisierung oder auch Todesfälle. 3 analyses, just like this one, show that 89% of heavily vaccinated countries, the problem is worse. Es gibt 3 Analysen, eine davon sehen Sie hier, die zeigen, dass 89% der Länder, wo hohe Impfraten erzielt worden sind, es einen direkten Anstieg der Sterblichkeit gegeben hat. Das Problem wurde also nur schlimmer. There is a tremendous amount of money and corruption behind the worldwide vaccine program. Nun, ein Hintergrund dieses weltweiten Impfprogramms ist, dass es da um unglaubliche Summen von Geld geht und auch um viel Korruption.
I testified in the US Senate. There are 4 pillars for pandemic response. 1 is to stop the spread of the illness, 2 is to treat early, 3 is to treat in the hospital, and 4 is vaccines. The governments all put all their effort on vaccines and ignored a balanced approach. Ich habe vor dem US-Senat ausgesagt, dass es 4 Säulen gibt, wie man einer Pandemie begegnen kann. Nummer 1, die Ansteckung zu verhindern. Nummer 2, im Frühstadium schon zu behandeln, möglichst zu Hause. Dann im Spätstadium. Nummer 3, die Krankenhausbehandlung. Und Nummer 4, der Einsatz von Impfstoffen. Aber der Fokus in dieser Pandemie war fast ausschließlich auf den Impfstoffen. The most important pillar is early treatment. Die wichtigste dieser 4 Säulen ist die Frühbehandlung. Whether someone took a vaccine or did not take a vaccine, if they are very ill, they need early treatment. Ob nun jemand geimpft war, ist oder nicht, wenn jemand schwer krank wird, dann braucht er eine möglichst frühe Behandlung. These 2 papers describe the protocol that I developed based on data of medications showing a signal of benefit, acceptable safety, and we were going to use drugs in combination because we did not have time to do large randomized trials of multiple drugs. It would have taken 20 years. We had to act in 2020. Sie sehen hier 2 von meinen 2 Papiere, 2 Papers, die meinen Behandlungsplan beschreiben gegen Covid-19 und der beruht auf 4 Prinzipien. Wir hatten damals nicht große randomisierte Studien, dafür war überhaupt keine Zeit. Es geht erstens um das Vorsorgeprinzip, dass man alles Mögliche tut, wenn etwa eine große Gefahr droht. Und wenn etwas nützlich erscheint, zweitens, dann nutzt man es. Drittens, wenn das Sicherheitsmaß akzeptabel ist. Und viertens, man kombiniert Medikamente, weil man noch nicht genau weiß, was wirklich wirkt. The principles were, in the early days of the infection, we recognized viral proliferation, cytokine injury or inflammation, and then blood clotting being the progression that patients went through on the pathway to death. Der normale Krankheitsablauf ist eigentlich gewesen, dass das Virus sich erst einmal vermehrt, dann kommt es zu Zytokinverletzungen und am Ende entstehen Thrombosen. Das kann natürlich dann zum Tod führen. No single drug handles all 3 major parts of this disease. Und es gibt kein einzelnes Medikament, das all diese 3 Probleme gleichzeitig behandeln könnte. Old people and very frail people need multiple drugs to treat the illness. Alte Menschen, besonders gebrechliche Menschen, brauchen mehrere Medikamente, um mit dieser Krankheit klarzukommen. This is the McCullough protocol. I'm not going to describe it in great detail, but it became the fundamental principle for the world to treat COVID-19 early to reduce the risk of hospitalization and death. Das ist das McCullough-Protokoll, der Behandlungsplan, den ich entwickelt habe. Er wurde wirklich zu einer Art Blaupause für die ganze Welt, wenn es um Behandlung oder Frühbehandlung von Covid-19 geht, um, wenn möglich, Hospitalisierung und Todesfälle zu vermeiden. The most important thing I learned is to use nasal sprays and gargles to treat the infection early. And iodine is very important. Das Wichtigste, was ich gemerkt und erfahren habe, ist, dass das Hauptmittel, um dem vorzubeugen, das zu behandeln, sind Mund- und Nasenspülungen, also Gurgeln. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielt Jod. Another product besides iodine that works very well is xylitol. Xylitol is a natural form of a sugar used in nasal sprays and gargles, and in this study reduced
the infection by 71%. Neben Jod ist auch noch ein ganz wichtiger Stoff das Xylitol oder Xylit. Und wir haben festgestellt, dass diese Infektionen mit Xylit im Vergleich zum Placebo um 71% niedriger waren. In this study using dilute iodine, available over the counter, 606 patients were randomized. By day 3, the PCR test was turned negative in the large majority of people. Hier haben wir eine große Studie mit über 600 Probanden und wir haben festgestellt, nach 3 Tagen nach der Einnahme von Jod, die Wirkung von Jod war schon eine erhebliche Reduzierung der Krankheitssymptome oder der positiven Tests. Iodine nasal spray and gargle reduce the spread, not masks. Also wenn man Jod verwendet und Mundspülung macht und Nasenspray benutzt, das ist etwas, was wirklich die Übertragung wirksam blockiert, aber nicht Masken. Just a few drops of iodine in some salt water is all that's needed. It should never burn the nose. Spray it up the nose, sniff it back, spit it out. Do it twice. Every 4 hours when sick is the most important thing to know. Ein paar Tropfen Jod in Salzwasser, das sprüht man sich in die Nase, man zieht es hoch mit dem Atem, dann presst man es wieder heraus und das macht man alle 4 Stunden. Es darf nicht so konzentriert sein, dass es brennt und das hat eine sehr gute Wirkung. Even the need for oxygen in the hospital and death are lower in those who do the nasal spray and the gargle. Wer dieses Nasenspray anwendet und auch gurgelt, da ist selbst die Notwendigkeit, dass er Sauerstoff mit beatmet wird oder dass er hospitalisiert wird, auch die Todesfälle sind erniedrigt, deutlich. In the United States, a US Congresswoman demanded the US government speak out to tell the people about nasal sprays and gargles. The government said nothing. 17 randomized trials show that the nasal sprays and gargles work. Hier sehen wir eine republikanische Kongressabgeordnete und sie hat die Frage gestellt an die Bundesbehörden, an die Regierung, warum sie überhaupt nichts zu Nasenspray zu sagen haben, warum das nicht gefördert wird. Die Regierung schwieg dazu. 17 wissenschaftlich kontrollierte Studien zeigen die Wirksamkeit dieser Nasen- und Mundspülungen. Why should we use iodine or hydroxychloroquine or ivermectin or aspirin? In the United States, our FDA says we should. We should use any medicine available when we're fulfilling an unmet need. Warum sollten wir nicht Jod einsetzen, Hydrochloroquin und Ivermectin und Aspirin? Das sind zugelassene Medikamente in den USA. Und wenn wir so eine doch noch unbekannte Gefahr vor uns haben, dann sollten wir alles einsetzen, was nur möglich ist. Governments should never interfere with doctors and nurses providing care to patients. In our judgment, if we believe a medicine will work, we should use it with no government interference. Eine Regierung sollte sich nie einmischen in die medizinische Kompetenz zu entscheiden, wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester versucht, ein Medikament einzusetzen, weil er sie meint, das sei wirksam, dann ist das eine Sache des medizinischen Personals. Da sollte die Regierung sich kein Sagen haben. In the United States, October of 2020, we had a home treatment guide explaining this to Americans. In den Vereinigten Staaten hatten wir im Oktober 2020 so einen kleinen Behandlungsleitfaden, wo wir das der amerikanischen Bevölkerung erklärt haben. By December 2020, we had clear and convincing evidence that early treatment was working. Im Dezember 2020 gab es klare und überzeugende Beweise, dass eine Frühbehandlung wirklich wirkt. How many of you have had COVID, the infection? Raise your hand. Wie viele von Ihnen waren mit Covid infiziert worden? Melden Sie sich mal. Almost everybody. Fast jeder.
In this study, those who went through the Delta or Omicron infection, when they got the next infection of COVID, there was a 0% risk of hospitalization and death. Diese Studie hat festgestellt, wenn eine Person mit Delta oder Omikron sich infiziert hatte und dann eine erneute SARS-CoV-2-Infektion stattfand, dass das Risiko für Hospitalisierung oder Tod 0 war. Natural immunity protects against severe outcomes. Natürliche Immunität ist der Schutz gegen schweren Verlauf. This is a risk stratification diagram showing that there is negligible risk for you who have already had the infection. Hier sehen wir eine Risikoabschätzung dargestellt in dem Diagramm und das zeigt, dass Sie alle, die schon eine Infektion hatten, das Risiko für eine ernste Erkrankung vernachlässigbar ist. Now we have long COVID or post-COVID syndrome and complications from the vaccines all mixed together. Und jetzt haben wir eine Mischung von Long-Covid oder Post-Covid und auch dieses Post-Impf-Syndrom, alles in einem Topf. We now know from this paper from Germany by Brogna and colleagues that the spike protein in those who took the vaccine is circulating in the bloodstream for at least 6 months. Diese deutsche Studie von Bruckner und Kollegen zeigt, dass bei der Hälfte der Untersuchten, der Geimpften, das Spike-Protein aus der Impfung noch 6 Monate später im Blut nachgewiesen werden konnte. Brogna identified it was clear it was the spike protein from the vaccine, not from COVID infection, that's in the blood. Und Bruckner konnte eindeutig feststellen, dass dieses Spike-Protein von der Impfung stammt und nicht von der Covid-Infektion. It's the spike protein that is making people sick. Es ist das Spike-Protein, das die Menschen krank macht. We have published a proposed solution to the spike protein, and that is the use of 3 natural products, nattokinase, bromelain, and curcumin, because they help the body break down the spike protein and clear it. Wir haben eine Lösung vorgeschlagen, wie man das Spike-Protein aus dem Körper wieder entfernen kann, und zwar aufgrund 3 natürlicher Stoffe, Nattokinase, Bromelain und Curcumin. Sie sind in der Lage, dieses Protein abzubauen und dann aus dem Körper zu entfernen. We are using this approach in my clinic to treat patients as a base of treatment. We add other drugs on top, but this 3-component therapeutic regimen is very important. This is the first protocol in the world published to help people recover after the vaccines. Das ist das erste weltweit veröffentlichte Behandlungsprotokoll, um Menschen nach der Impfung von Schäden, dass sie sich wieder davon erholen können. In meiner Klinik wenden wir das als Fundament an. Jeder Patient bekommt diese 3 Stoffe und dann gibt es auch noch andere Medikamente, die dazukommen, aber die 3 sind immer dabei. This should be available in natural stores in Germany, on Amazon, and online. They are bromelain, 500 milligrams a day, nattokinase, 2,000 units twice a day, and curcumin, 500 milligrams twice a day. They're all natural. The major side effect to worry about is blood thinning or bleeding. Diese 3 natürlichen Stoffe, die bekommt man vielleicht in einem Bioladen oder im Internet kann man sich das bestellen ohne Probleme. Die Dosierung ist Nattokinase 2000 Einheiten zweimal am Tag, Bromelain 500 Milligramm einmal täglich und Curcumin 500 Milligramm auch zweimal täglich. Die einzige Nebenwirkung, auf die man achten muss, ist, dass sie eine blutverdünnende Wirkung haben.
We have been doing this for over a year in my clinic. We are observing patients improve in recovery for both long COVID after the illness and after the vaccines. Wir haben die Erfahrung gemacht und wir beobachten die Patienten in unserer Klinik, dass es ihnen besser geht mit dieser Behandlung, dass sie manchmal auch wieder ganz gesund werden, sowohl nach Long Covid aufgrund der Infektion als auch aufgrund der Impfung. The reason why you're here, the reason why we're all here, is in the last 3 years, we have seen our medical freedom be threatened and linked to our social and our economic freedoms. Der Grund, warum wir alle hier sind heute Abend, ist, dass wir beobachtet haben, dass in den letzten 3 Jahren etwas mit unseren Freiheiten geschehen ist, dass sie geschrumpft sind, weggenommen wurden. Unsere medizinische Freiheit, aber nicht nur das, sondern auch die sozial-gesellschaftliche Freiheit und unsere wirtschaftliche Freiheit. In conclusion, the COVID-19 pandemic has been a global disaster. Das Fazit, das wir ziehen müssen, ist, dass die Covid-Pandemie und wie damit umgegangen worden ist, ein weltweites Desaster war. The early phase is the opportunity for treatment. Das beste Behandlungsfenster ist die Frühzeit. We know that the COVID-19 vaccines are not safe and they're not effective. Wir wissen heute, dass die Covid-19-Impfungen weder sicher sind noch wirksam. It's my best judgment and the best science available to date that we should act now with detoxification of the body after the infection and after the vaccines with nattokinase, bromelain and curcumin. Nach meinem besten Wissen und auch nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand kann ich sagen, dass wir uns konzentrieren müssen auf eine Entgiftung des Körpers aufgrund dieser 3 Stoffe Nattokinase, Bromelain und Curcumin. What should you call for? We should ban all mandates. We should remove the COVID-19 vaccines from the market. We should start vaccine injury treatment centers. And we should begin to heal the world on what's happened after the pandemic. Was ist jetzt zu tun? Wir sollten eine sofortige Aufhebung aller Pflichtimpfungen verlangen, was Covid-19 betrifft. Wir müssen Zentren einrichten, die sich medizinisch um die Geschädigten kümmern, die ihnen Therapien und Hilfe anbieten. Und wir sollten diese Impfungen weltweit verbannen. Now you've heard that COVID is back and there's yet another wave of COVID. We should be ready and we should have courage. So join me in helping others have courage. We can get through any next wave of illness if we respond early. This is my book, Courage to Face COVID-19. This is the QR code to get a copy of the book. Thank you so much for listening. Ja.